Ja, herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde. Heute Morgen haben wir mal etwas Außergewöhnliches. Wir haben durch Zufall diese Woche 390 SL bekommen. Hier stehen tun 4. Ihr könnt da hinten den ganz kleinen sehen. Das Interessante ist, sie haben wir bei uns mal in den Garten gestellt, weil die haben alle verschiedene Farben und jedes Auto ist was Besonderes. Und das wollen wir euch gerne mal referieren. Also dieser hier, der ist grau mit rotem Leder. Das Auto haben wir vor einigen Jahren mal verkauft. Top restauriert. Das hat ein Privatmann, ein Kenner der Szene und dieser Autos der das über 30 Jahre lang macht, voll restauriert. Das hat er privat für sich gemacht. Ich habe von ihm 4 Autos verkauft in 33 Jahren und das ist wieder einer dieser Stücke hier. Also wenn ihr euch hier die Flächen anguckt und die Restaurierungsqualität, die ist absolut erste Klasse. Das ist bei der Technik der Fall, das ist beim Fahren der Fall und da er sich gut auskennt, er hat an so einem Auto 4, 5 Jahre gearbeitet, jedes Detail, jeder Aufkleber ist hundertprozentig echt und original an der Stelle, wo er auch hingehört. Dann haben wir ein Auto, sage ich mal, da gibt es ja heute viele, die werden restauriert. Der 190 SL ist ja ein sehr, sehr gefragtes Fahrzeug. Und dieser Wagen ist von einem Münchner Fachbetrieb voll restauriert worden, ist auch alles gemacht worden. Toller Zustand, läuft technisch toll, ist Anthrazit-Metallic mit Cognac-Leder. Das ist so eine Farbkombination, die die meisten sehr, sehr gerne mögen. Das Auto hat nur wenige 1000 Kilometer gelaufen, ist also wie gesagt auch voll restauriert, befindet sich auch in einem wirklich guten Zustand. Dann dieses restaurierte Fahrzeug, was ich euch ja eben gerade schon vorgestellt habe. Und dann haben wir noch, ja, das ist jetzt der Nachteil, ein bisschen laut hier. So, und dann haben wir noch da hinten, das hatte ich euch also kürzlich, da gibt es einen Film drüber. Das ist der 190er im absoluten Originalzustand. 90% erste Lack, erstes Leder, komplett dokumentiert. Was wichtig ist bei all diesen Autos, die sind alle in Deutschland geboren und in Deutschland restauriert worden. Also wir haben hier es gibt ja teilweise Restaurierungsprojekte oder wie soll man sagen, Konzepte, das Beste, nicht? Also Restaurierungskonzepte, wo ein bisschen anders restauriert wird, da bin ich vorsichtig, die Autos fasse ich in der Regel nicht an, die muss man wirklich checken. Diese hier, da wissen wir, alles absolut top und absolut, jetzt kommt schon hier, aber heute Morgen sind sie wie verrückt, hörst du das hier? Vollgas wieder. Und für die, die es interessiert, die es wissen und kennen, das ist ein Verbedo-Tretauto. Auch Anfang der 60er Jahre, der ist auch im Originalzustand, aber man könnte sagen, der ist restaurierungsbedürftig. Aber es ist eben auch ein 190 SL. Und es gibt von mir als kleiner Junge ein Bild, wo ich unter Weihnachtsbaum genau das Auto 1963 geschenkt bekomme. Also, normalerweise ist jetzt 190 SL nicht unsere Hauptgeschäftslinie. Es war Zufall, dass wir jetzt 3 da haben. Und das Tolle ist einfach hier, völlig original, top restauriert in Baden-Württemberg von einem absoluten Kenner. Und da hinten von einer Firma, die in München, die sehr bekannt ist, die sehr gute Arbeit machen. So, jetzt mache ich mal einmal die Haube auf. Jetzt könnt ihr mal drunter schauen. Also was vielleicht wichtig ist beim 190 SL, ihr müsst immer auf dieses Spaltmaß gucken. Schaut euch hier vorne an, ob die Kanten rund geschliffen sind oder nicht. Wie sitzt da die Haube drin hier vorne? Das ist das Mercedes-Logo. Ist das Originale? Gibt auch oft, dann sind die so lackiert dazwischen. Also ist auf jeden Fall nicht richtig, das ist ein echtes hier. Und schaut euch mal, wie das hier alles absolut sitzt. Also da wisst ihr, dass das Auto auch vor der Restaurierung gut gewesen sein muss. Wenn so die Autos völlig verrostet sind und die sind zigfach lackiert worden, zigfach rund geschliffen worden, dann sind sie nicht mehr gut. Aber schaut euch mal an, wie das hier alles sitzt. Also das ist wirklich wert, da mal nachzugehen. Und genau das gleiche gilt vorne übrigens auch für einen Kühlergrill. Nehmt euch die Zeit, schaut hier mal rein, wie sitzt der Kühlergrill wirklich auf der Karosse. Ist das bündig oder passt das nicht richtig? So, hier vorne sitzt auch exzellent. Da kann man sehen, das ist wirklich ein hervorragendes Auto. Und es ist auch mal ganz interessant mal zu gucken, hier haben wir die Stoßstangenaufnahmen. Gehen die in die Mitte in die Karosserie, denn die die Bremsen waren damals noch nicht so ganz toll, das waren ja Trommelbremsen. Könnt ihr da vorne sehen, also sitzen die genau in der Mitte von dieser Öffnung in der Karosse oder nicht, weil wer nicht, hat ja einen Unfall gehabt und das ist nicht mehr richtig gut gemacht worden. Das sage ich ja mal gezeigt, also wir haben ja hier einen originalen 190er direkt daneben, da könnt ihr sehen, wie eine Karosse auszusehen hat. Scharfkantig, perfekt eingepasst. Hier ist das ganz originale Logo von 1962, das ist ein 62er Baujahr hier. So hat das auszusehen, nicht anders. Da könnt ihr auch sehen, geht genau in der Mitte durch. Sitzt exakt und perfekt. Ja, so muss ein gutes, originales Auto aussehen. Und deswegen haben wir die auch mal nebeneinander gestellt, damit ihr euch das mal angucken könnt. Übrigens ein weiterer Punkt, ganz wichtig,
ist hier vorne dieses Plastikteil, dieser kleine Zwischensatz, um die Karosse auseinanderzuhalten, wird oft gerne zugeschmiert, überlackiert. Das ist original. Könnt ihr hier vorne sehen, er hier hat es auch absolut richtig gemacht. So gehört das. Das sind so kleine Details beim 190er, die man kennen und wissen muss. Und da müsst ihr darauf achten, genauso wie die Tür, dass die hier gut sitzt. Ich glaube, die ist nicht mal richtig zu hier, ne? Jetzt ist sie zu. Guck mal hier, ja. Jetzt sitzt der Wagen. Also auch hier sieht man, das ist erstklassig gemacht worden. Schaut euch das mal an hier. So muss das sein. Thema Stoßstangen, nicht? Das hier ist eine originale Stoßstange. Schaut mal bitte hier. Die Gummis, die dazwischen sind, die könnt ihr heute gar nicht mehr bekommen. Die waren grau. Könnt ihr das sehen hier vorne? Das ist ein Originalgummi. Viele, die heute restauriert werden, tun da dickere Gummis rein, weil es einfach nicht anders gibt. Er hier hat sich darum bemüht, das auch richtig zu machen. Er kennt sich wirklich aus. Seht ihr diese Gummis in der Stoßstange? Jetzt gehen wir mal zu dem Auto. Das ist ein Unternehmen, was davon lebt, was aber gute Arbeit macht. Jetzt schaut mal hier. Da hat man ein anderes Gummi eingezogen, nicht? So gehört das nicht. Und man kann es natürlich so lassen, fällt keinem Menschen auf. Auto ist deshalb nicht schlechter. Aber ich gucke immer so auf kleine Details und da könnt ihr sehen, ist ein feiner Unterschied, was den Wagen aber nicht entwertet. Man muss es nur wissen. Und da ich die Autos alle original kenne und weiß, wie sie auszusehen haben, achte ich auf solche Kleinigkeiten. Man sieht übrigens hier auch an der Karosse, das ist auch toll gemacht worden. Aber wie das Spaltmaß hinten in der Haube ist, hier ist ein bisschen mehr Luft. Könnt ihr, glaube ich, sehen, das sitzt auch gut. Aber entspricht nicht ganz dem Original. Da fehlen halt dann 5%, aber macht auch nichts. Ich sag mal, fast alle 190 SL sehen so aus. Insgesamt ist das auch wirklich ein toller Wagen. Also wer sagt, ich möchte Anthrazit Metallic haben, ich möchte eine deutsche Top-Restaurierung haben, der liegt hier genau richtig mit dem Wagen. Tolles Auto. Der Graue ist im Detail natürlich... Also man wird kaum jemanden finden, der sowas privat macht. Ich mache euch jetzt mal die Haube auf bei dem 190er. Dann könnt ihr das mal sehen. Schaut mal hier, der hat beispielsweise darauf geachtet, dass jeder Aufkleber auf dem richtigen Platz ist. Schaut euch das mal an hier. Also das ist wirklich erstklassig gemacht, wie der, guck mal hier vorne. Das ist so dermaßen gut alles gemacht worden. Man kann es restaurieren nicht besser. Das sage ich, weil ich von diesem Herrn 4 Autos verkauft habe. So alle 5 Jahre oder 6 Jahre habe ich mal einen bekommen. Er macht das so als privates Hobby, kennt sich total aus. Ja, schaut euch das mal an. Also das hier ist eine 100-Punkte-Restaurierung. Was noch dazu kommt, ist dieses schöne Grau, dieses Mausgrau, finde ich eine wunderschöne Farbe. Hat rotes Leder innen. Ist übrigens auch Baujahr 61, ne? Ja, der ist Baujahr 61 hier. Auch absolut Cargold-Qualität. Ich fand es halt schön. Jetzt haben wir mal 3 solche Autos direkt nebeneinander stehen. Hier könnt ihr auch sehen, wie so ein Dach aussieht. Das haben wir aufgemacht, haben die anderen beiden natürlich auch. Aber ich sag mal, ein 190 SL sieht ja noch schöner aus, wenn er geschlossen da, also offen da steht. Ist ja ein Roadster, mit dem man fahren kann. Wiegt übrigens 1200 Kilo so ein Auto, also genau 1167. Läuft 175 Spitze, hat 4 Zylinder und 1890 Kubik. Ist kein Rennwagen, aber ist ein absolut legendäres Auto. Es sind 25.000 Fahrzeuge davon gebaut worden. Viele sind mittlerweile gar nicht mehr da, weil sie einfach kaputt gerostet sind. Aber da ist ein richtiger Markt um den 190 SL, weil das eine ganz beliebte Form ist. Und ich glaube, das könnt ihr hier auch sehen. Das ist einfach ein schönes Auto und die sind wertstabil. Die haben die letzten Jahre massiv zugelegt, brechen auch nicht ein im Markt. Da gibt es immer wieder Fans, die sagen, ich möchte einen 190er haben. Das sind dann die, denen die Pagode nicht ganz gefällt. Das war ja dann der Nachfolger. Ja, schaut euch das mal an hier. Genau genommen 490 SL. Der rote da hinten ist meiner, der ist nicht zu verkaufen. Das sei kurz mal gesagt. Den haben wir nochmal dazugestellt, weil wir es einfach nett finden. Kleiner Unterschied, er hier hat die Original-Gummimatten reingearbeitet, die hat es auch gegeben. Viele lassen ja heute das alles in Stoff machen. Also Teppichschlinge hier, das ist die Teppichschlinge. Viele lassen das weiter bis vorne hinbauen. Er hat die Gummimatten, die sind original, das sind auch die richtigen. Auch hier im Detail nicht. Also alles 100% so, wie es gehört. Klasse gemacht, Armaturenbrett neuwertig, alles voll restauriert. Nicht ein Rostansatz, kein Pickel, gar nichts. Also ich sag mal, von der Fertigungsgüte her ist das hier so das Beste, was man überhaupt liefern kann. Besser geht es nicht. Und wer grau mit rotem Leder toll findet, ich finde es sehr, sehr edel, da ist das richtige Auto. Der Wagen hier, da sah man hinein, geschwenkt mit der Kamera, er hat eben komplett die Teppiche genommen. Mögen viele, ist nicht immer ganz richtig, hat es aber auch gegeben. Dann hat er hier die Ledersitze in Cognacfarbe, hat das Lenkrad Tacho bis 210.
Ist wie gesagt ca. 180 schnell gewesen. Hier ist die Tankanzeige. Hier vorne Wassertemperatur, da Öldruck und hier der Drehzahlmesser. Also man kann den schön hoch drehen, macht man aber nicht. Das ist ein Auto, was man 110, 120 fährt. Hier hinten unter der Persenning ist das Verdeck, hier unten drunter. Da dann der Kofferraum. Ja, schaut euch das mal an. Also auch ein sehr gepflegter Wagen. Könnt ihr hier sehen. Ist wie gesagt voll restauriert. Und so ein Wagen voll zu restaurieren kostet natürlich auch Geld. So, er hat auch einen Bäcker Europa vorne drin. Gab es ja auch als Bäcker Mexiko damals schon. So sieht so ein Auto aus. Also wirklich reinsetzen, losfahren. Hat eine 4-Zylinder-Maschine, 190, ist ein bisschen brummig. Man muss gucken, dass die wirklich gut laufen, diese Autos. Und wichtig ist, dass ihr euch ein gutes Auto kauft. Wenn ihr euch einen vermeintlich günstigen für 100.000 kauft oder für 120, habt ihr nur Generve und aus einem halb guten Auto macht man niemals ein sehr gutes. Dann müsst ihr immer alles komplett auseinanderreißen. Das kostet sehr viel Geld, eine hohe sechsstellige Summe. Da fährt man sehr viel besser, entweder top-original mit Historie, wie da hinten der blaue, oder dieser hier sensationell restauriert. Oder so ein Auto aus einer Manufaktur, da weiß man auch, was ist. Da kann man ja auch immer, da steht auch der Aufkleber drauf, wer es gemacht hat, kann man immer hinfahren und fragen, sag mal, kannst du mir mal helfen, da ist dies und das mit. Ist manchmal wichtig, dass man einen Ansprechpartner hat. Das sind wir übrigens auch. Also alte Autos wird ja manchmal kritisiert, dass ich nicht so richtig viel weiß, aber ihr müsst mir ein bisschen zugute halten, dass wir ganz viele verschiedene Autos permanent drehen. Und ich habe in meinem Leben 7.000 Autos verkauft. Also alles weiß ich auch nicht immer. Ich muss manchmal nachdenken so ein bisschen. Aber wir können euch binnen Minuten dann auch die richtigen Antworten geben hier. Wenn ihr sowas habt oder wenn der Kunde bei uns seid, da seid ihr wirklich in guten Händen. Ich weiß auch gute Adressen, wer was restauriert, wo kann man anrufen. Das kann ich euch alles beantworten. Da sind wir halt lange im Thema. Ja, ist so ein tolles Bild hier im Beuerberg, mal 390er nebeneinander und da hinten der kleine rote, also fast 4 kann man sagen. Allesamt wirklich tolle Autos. Es war Zufall, dass wir die jetzt alle bekommen haben. Deswegen haben wir euch das auch einfach mal gezeigt. Ich finde, das ist so ein Filmchen wert. Gibt es ja sonst nicht. Über den blauen haben wir ja schon einen Film, über das völlig originale Auto. Ich kann euch sagen, wir sind auch schon in Verhandlungen, da gibt es viele Interessenten drauf. Werden wir sicherlich nicht mehr lange haben und die haben wir jetzt gerade bekommen und da haben wir gedacht, das zeigen wir euch jetzt mal. So, beim 190 SL zieht man hier vorne links auf und schiebt rein. Und so sieht dieser 190 SL Motorraum aus. Auch voll restauriert, auch eine wirklich gute Arbeit, das könnt ihr sehen. Auto ist nur wenig bewegt worden. Ja, tolles Auto. Und wie gesagt, in Deutschland gemacht. Es ist immer so ein Problem, wenn das im Ausland gemacht ist, da wissen wir, dass es oft Probleme mit der Technik gibt. Die glänzen zwar alle ganz toll, die Autos, aber ich sag mal, gerade im Ostblock oder in Ländern, die also nicht jetzt direkt mit Deutschland zu tun haben, die wissen oft nicht genau, wie die Technik original damals war. Das ist also nicht, dass die das nicht können oder nicht wollen oder so oder keine Ahnung haben, sondern die wissen es manchmal einfach nicht besser, weil sie die Informationen nicht alle bekommen können. Und bei deutschen Firmen könnt ihr sicher sein, Top-Technik. Und das ist wichtig. Wenn ihr euch in so ein Auto setzt und wollt Spaß haben mit dem Wagen, dann muss er anspringen und wirklich 300 Kilometer gut laufen. Und das tun sie hier alle drei, ganz sicher. Ja, das ist hier der Motorraum, perfekt restauriert, könnt ihr sehen, alles gemacht, hochwertig auch gemacht. Das darf nicht sein. Jetzt ist er zu. Ja. Da ist der Haken vorne ein bisschen schief, ne? Nee, also das müssen wir schneiden. Ja gut, das ist nur eine Kleinigkeit jetzt. Aber wir können das ja mal wiederholen. Übrigens, sag mal, das ist ja noch eine alte Maschine, sehe ich da gerade. Das ist ein ganz anderer Motor. Okay. Das ist ein Motor der ersten Serie. Mhm. Der gehört da gar nicht rein. Gut, ist nicht weiter schlimm, ist eigentlich der schönere Motor. Aber das ist ein Motor aus der ersten Serie mit den Schrauben oben drauf. Das hat er mir auch mal gesagt, ist nicht Matching Numbers. Ist aber beim 190 jetzt auch nicht weiter schlimm. Ihr habt gerade gesehen, dass der ein bisschen anders aussieht. Aber ist auch voll restauriert, läuft klasse. Ja, der hat noch den Wasserdeckel an der Seite. So, Haubentest, perfekt zu. Ja, 190 SL, wirklich schöne Autos. Die drei, die wir hier haben, sind wirklich top. Also, im Moment sind wir stark beim Thema 190 SL. Ich freue mich, wenn wir euch als neuen Kunden gewinnen können. Ihr wisst ja, das sind ja immer Autos, wo wir einmal zeigen, wie die laufen. Das haben wir jetzt mal nicht gemacht. Hier haben wir schon genug Filme gemacht über einen fahrenden 190er. Aber so hier in der Wiese auf einen Schlag 3 wirklich gute Autos. Hier in Beuerberg haben wir sie jetzt gerade stehen. Ja, also bis zum nächsten Film. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Stefan Luftschütz. Bis übermorgen. Ciao.